Seit der Markteinführung 1958 bis zum Beginn des Digitalzeitalters war die Funktion einer fernbedienbaren Kupplung exklusiv uns Pickelbahnern vorbehalten. Sie zeichnet sich bis heute durch ihre sichere Funktion und durch den robusten Magneten aus. Wie man sie im Einsatz mit Kurzkupplungen noch etwas verbessern kann, zeige ich euch in diesem Video. Die erste Änderung ist das Kürzen des Kupplungshakens, damit die Bügel nicht mehr so einen großen Weg machen müssen. Dank seiner schrägen Einbauposition ist eine sichere Verbindung dennoch gewährleistet. Selbst mit den alten Relix-Kupplungen ergibt sich so noch eine sichere Verbindung, wenn man nicht gerade eine extreme Teppichbahn gebaut hat. Da der Hebeweg der Gabel unverändert bleibt, ist das Abkuppeln beim Kupplungswalzer dadurch sogar noch etwas sicherer geworden. Leider gelingt ein sanftes Einkuppeln mit den Kurzkupplungsköpfen so nicht immer. Der Grund dafür ist, dass die Bügel der Kurzkupplung etwas tiefer hängen als die der Relix-Kupplung. Das kann man natürlich lösen, indem man in typischer Märklin-Manier mit einem etwas kräftigeren Schubser ankuppelt, aber das sieht eben nicht gut aus. Und wenn wir uns schon die Mühe gegeben haben, unseren Kupplungswalzer so ordentlich einzustellen, dann soll das bitte auch schon beim Ankuppeln gut aussehen. Die Kupplung lässt sich aber relativ leicht auf die richtige Höhe einstellen. Man sollte immer wieder mal Probefahrten vornehmen, bis ein das Ergebnis wirklich zufriedenstellt. Zuerst biegt man die Kupplung so weit nach unten, bis die Oberkante der Prallplatte mit dem Bügel fluchtet. Dann wird die Prallplatte samt Haken so weit gebogen, bis sich mindestens ein rechter Winkel zu dem Bügel einstellt. Lieber ein bisschen mehr, dann gleitet der Bügel auch sanft über den Haken. Und so sieht es dann aus, wenn man den Haken sorgfältig eingerichtet hat. Und das Entkuppeln geht genauso gut wie vorher, wenn man seinen Kupplungswalzer ordentlich eingerichtet hat. Die alten Telex-Kupplungen waren noch deutlich breiter. Märklin hat sie im Laufe der Zeit angepasst, wahrscheinlich mit Einführung der Kurzkupplungsköpfe. Mit der jetzt deutlich geringeren Breite passen dann die Führungshörner der Kurzkupplungen auch seitlich an der Prallplatte vorbei. Aber auch diese alte Version der Telex-Kupplung lässt sich relativ leicht anpassen, damit sie mit den Kurzkupplungsköpfen harmoniert. Hierzu muss lediglich ein bisschen Material aus der Prallplatte entfernt werden. Die Kupplung ist ca. 1,5 mm zu breit, was ungefähr der Breite des Kupplungshakens entspricht. Daher kann man sich hier sehr gut orientieren, wenn man sich die Schnittkanten markiert. Da dieses Teil aus Messing besteht, kann man auf der Rückseite die Burnierung wegschleifen, um später für das neu angefertigte Teil eine gute Lötverbindung zu erzielen. Und so sollte das fertig gebogene Teil dann aussehen. Den Spalt sollte man möglichst gering halten, da das Lötzinn später die Burnierung nicht annimmt und dann mit Farbe nachbehandelt werden muss. Dieses gefräste und in Form gebogene Messingteil ersetzt den Kupplungshaken und sorgt dank der großen Lötfläche für eine ausreichende Stabilität der umgebauten Kupplung. Ja, und jetzt ist es wieder Zeit, um euch bei eurer Frau unbeliebt zu machen. Ihr müsst ihr nämlich ein paar von ihren Haarklammern entführen. Da der Schraubstock relativ viel Wärme abführt, muss hier mit der Flamme verlötet werden. Und ich würde euch raten, die Teile in dem verzunderten Zustand nicht wieder in ihren Vorratskasten zurückzulegen. Abschließend wird der Haken noch befeilt und verrundet und man sollte ihn zum Schluss auch ein bisschen schleifen, damit der Bügel später keinen großen Widerstand beim Darübergleiten erfährt. Die alten Prallplatten stehen seitlich noch ein klein wenig über, auch diese sollten auf das endgültige Maß zurückgefeilt werden.
Die Prallplatte sollte weitestgehend vom Lötzinn befreit werden. Und aufgrund der angepassten Höhe der Kupplung durch das leichte nach unten biegen muss auch die Gabel leicht nachgekröpft werden. Der Kopf der Gabel muss nun entsprechend der veränderten Kupplungsbreite noch ein wenig schmaler geschliffen werden. Durch den Aufbau mit der Messingplatte wandert der Kupplungshaken ein klein wenig nach hinten und deswegen muss dieser Spalt auch noch ein wenig aufgeweitet werden. Nach diesem relativ einfachen Umbau steht dem Einsatz der alten Telex-Kupplung mit den neuen Kurzkupplungsköpfen nichts mehr im Wege. Obwohl der neue Haken nun deutlich breiter geworden ist, gleitet der Bügel immer noch sehr leichtgängig über den Haken. Im Originalzustand gab es relativ viel Spiel zwischen dem gezogenen und geschobenen Zustand, und dass sich dieser nun etwas verringert hat, ist ein weiterer Vorteil dieses Umbaus. So sanft kuppeln oft noch nicht mal die Kurzkupplungen untereinander. Da braucht man auch keinen Rangierstoß und man kann die Verfahrwege beim Kupplungswalzer so gering wie nur möglich halten. Es macht einfach Freude beim Zuschauen und kommt der Illusion des Vorbilds doch ein klein wenig näher. Und das bei diesen beiden doch sehr betagten Fahrzeugen. Und da wir hier von der alten Telex-Kupplung reden, habe ich standesgemäß einen meiner ältesten Waggons dazu herangezogen. Diesen habe ich vor einiger Zeit bereits mit einer Kurzkupplungskinematik versehen, sodass die Auslenkung und die Abstände zu den Puffertellern den modernen Waggons entsprechen. Und damit ist er für diese Tests wunderbar geeignet. Der Vorteil der alten Telex, das Kuppeln in Gleisbögen, kann aber auch zum Nachteil werden, wenn so wie hier ein langer Wagen mit einer Kurzkupplungskulisse geschoben wird. Also habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, ob man nicht die zuverlässige Mechanik der alten Telex-Kupplung mit der Kopfform der neuen Kurzkupplung verbinden könnte. Somit hätte zumindest eines der beiden Fahrzeuge eine Kulissenführung und der Abstand der Puffer zueinander könnte immer noch ziemlich gering gehalten werden. Und das sind jetzt die Teile, aus denen die neue Kurzkupplungs-Telex entsteht. Die Originalkupplung wird genau am Ende der beiden Stege abgeschnitten und dann mit dem Distanzplättchen verlötet, damit die Kupplung später auf der richtigen Höhe sitzt. Und diese beiden Formstücke ergeben dann später verlötet die Passkontur für unseren Kurzkupplungskopf. Und an meinen krampfhaften Versuchen, die ganzen Teile für euch mal provisorisch zusammenzufügen, kann man schon erkennen, dass die ganze Nummer wahrscheinlich ein ziemliches Gefummel werden wird. Aber wie gesagt, dafür haben wir ja diese kleinen Helferchen, die wir von unserer Frau entführt haben und ihr leider nicht zurückgeben können. Und dieses Profil für den Haken werde ich erst später am Stück einlöten, danach kürzen und beschleifen und endgültig auf Maß bringen. Mit dem Plättchen ist es doch deutlich leichter. Und jetzt wird es nochmal spannend.
Und so sieht der fertige Telex-Kupplungskopf aus. Ich habe das überschüssige Lötzinn weggefeilt, damit es später beim Brunieren keine Probleme mit der Schwarzfärbung gibt. Und wie ihr seht, kuppelt sie ganz wunderbar mit der Kurzkupplung und ergibt eine starre Verbindung. Was jetzt noch bleibt, ist das Anpassen der Gabel, weil die im jetzigen Zustand noch nicht in den Kupplungskopf passt. Sowohl von der Länge als auch von der Breite. Zum Glück ist das Material der Gabel aber relativ weich und lässt sich auch mehrmals biegen und korrigieren, ohne dass sie abbricht. Und so sieht die gekürzte Gabel jetzt aus. Na, ist die leicht. Also so sieht sie aus im Vergleich zum Original. Sie ist schmaler und kürzer geworden. Und obwohl es in den neuen Kupplungskopf deutlich enger zugeht, lässt sie sich genauso montieren wie bei der alten Telex. Und sie hat genügend Bewegungsfreiraum nach oben, um die Bügel der Kurzkupplung auch sicher anzuheben und beim Kupplungswalzer abgleiten zu lassen. Und hier noch ein paar Eindrücke der fertigen Kupplung, noch bevor sie geschwärzt ist. Deutlich unauffälliger von der Länge und auch der Pufferabstand hat sich jetzt schon merklich verringert. Und hier die Eindrücke von der ersten Probefahrt. Man kann sehen, wie schön sanft die beiden Kupplungen ineinander greifen, wie gering das Spiel ist und wie klein der Abstand der Puffer geworden ist. Und wenn man den Kupplungswalzer, so wie ich, von seinen Wegen extrem kurz einstellt, ergibt sich kaum eine Bewegung des Waggons. Auch in Verbindung mit den alten Relix-Kupplungen läuft alles wunderbar glatt ab. Die Höhe des Hakens ist immer noch ausreichend und der Bügel verfängt sich trotz dem kurzen Weg nicht im Haken, obwohl er deutlich höher liegt. Hier nochmal zum Vergleich der Schiebeversuch mit dem langen Waggon und der Kulissenführung. Jetzt besteht keine Gefahr mehr, dass die Deichsel auslenkt. Und auch bei unserem alten, kurzen Güterwaggon gibt es keine Probleme, weder geschoben noch gezogen durch diesen 580er Radius. Eigentlich schade, dass Märklin nicht auch diesen Ansatz gewählt hat. Sicher sind die modernen Digitalkupplungen austauschbar mit ihrem Normschacht und mit der Kulissenführung im Betrieb noch ein wenig besser, aber andererseits hätte man sich so auch die ersten Misserfolge mit hagelnden Kleinteilen in der Mechanik, schwachen Magneten, die dann zudem noch an den hochstehenden Pukos an den Weichen hängen bleiben, ersparen können. Ich persönlich finde es immer wieder schade, wenn rollendes Material nur aufgrund technischen Weiterentwicklungen ausgetauscht werden muss und man wiederum Geld ausgeben muss für ein Modell, das man eigentlich bereits besitzt. Und wie schön man alte und neue Fahrzeuge oder auch selbstgebaute Teile in Einklang bringen kann, sieht man hoffentlich auf diesen Bildern. Und ich glaube, selbst dann, wenn die V60 noch einiges an Arbeit vor sich hat, was Detaillierung und farbliche Gestaltung bzw. Alterung betrifft. Mit diesen Fahraufnahmen der fertigen geschwärzten Kupplung bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass das Thema für euch interessant war. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr rechtzeitig von einem neu hochgeladenen Video informiert werdet, so lasst einfach ein Abo da. Ein Daumen nach oben freut mich natürlich auch. Und wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, dann schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.